Willkommen zurück zum nächsten Teil von Let's Play Grim Fandango. Dann gucken wir uns mal an, was hier so alles rumliegt. Hey, Manni Calavera. Du bist ja schon ewig nicht mehr hier gewesen, um mich zu besuchen. Naja, ich dachte, du hättest gern Gesellschaft, wo doch alle den Tag der Toten feiern. Wenn das so ist, Manni, warum wartest du dann nicht bis 6? Dann habe ich nämlich frei. So, jetzt sollst du trotzdem das hier angucken. Viel Papierkrieg. Viele Passagiere. Alle Welt ist zurück nach Hause, mal abgesehen von uns beiden. So, und ab wo kommt jetzt hier... Her character is a little bit inspired by, I think it's Big Sleep too, where Bogart is hiding from someone. He needs to hide in a bookstore. Right. And he goes in there, and there's a woman in there, and she's really into him. Chippa Ben-Hur 1863 edition, the one with the errata on page 47 or something. Wow, that is a memory you have. Well. And it's just really, he looks at her, and he's like, she seems like she's really attracted to him, if I remember correctly. And he like takes off her glasses and is like, yeah, okay. Like it was really kind of messed up scene. But well, it's that you know that was the subtext of the noir film. And then he pulls the shades. Hanky panky. Yeah, the hanky panky. Yeah, right. They lock the door and pull down the shades. And that's a little bit what this scene is all a reference to or inspired by. Because she's telling him her story. Hanky panky. Ah, Carla. Viel zu tun? Kaum. Die Leute sind schon alle zu ihren Verwandten feiern gegangen. Es ist wie ausgestorben, Manni. Einfach tödlich langweilig. Worauf wartet das Luftschiff? Ach, sie reinigen es und sie sind dabei sehr pingelig. Wir sind schließlich ein ordentliches Unternehmen. Kann ich mal den Metalldetektor ausprobieren? Woher dein plötzliches Interesse für Metalldetektoren, Manni? Ich bin Sammler. Okay. Ich führe ihn dir vor, wenn ich Pause habe. Zufrieden? Wann hast du Pause? Bei Dämmerung. Oh, das ist zu spät. Ich steche heute Abend in See. Ja. Auf den Satz bin ich schon zu oft reingefallen. Ich glaube, es ist Zeit für deine Pause. Wir gehen nach hinten, trinken etwas und du erzählst mir von deiner Arbeit, der Gefahr, den Metalldetektoren. Das Hinterzimmer ist nur für dienstliche Zwecke, Manni. Genau wie ich. Wieso? Was passiert denn da hinten, Carla? Leibesvisitation. Aber die ist bei dir nicht nötig. Und warum nicht? Ich bin ja auch der Meinung, dass es ein netter Zeitvertreib wäre, Manni. Aber wir haben hier gewisse Vorschriften. Und man weiß nie, wann sie einen beobachten. Leibesvisitationen werden nur dann vorgenommen, wenn die normale Suche nichts ergibt. Hey, es ist einen Versuch wert. Ich liebe diesen Teil. Sir, würden Sie bitte all Ihre Habe auf den Tisch des Sicherheitsdienstes legen? Ah, du bist sauber. Mist, Manni. Beinahe hätte ich dich ausziehen müssen. Ach, schade. Ah, hier kommen wir hin. Was haben wir denn hier? An den Schließfächern hängt eine Notiz. An alle Mitarbeiter. Mir ist egal, wer es ist, aber benutzen Sie bitte in Zukunft die Detonationskammer nicht mehr zum Nüsseknacken. Danke. Ja. Das hebe ich nicht auf. Sie sind verschlossen. Es sind eben Schließfächer. An den Schließfächern hängt an alle Mitarbeiter. Mir ist egal, wer es ist, aber benutzen Sie bitte in Zukunft die Detonationskammer nicht mehr zum Nüsseknacken. Danke. Okay, wir können aus dem Fenster gucken, mehr auch nicht. Ich probiere jetzt hier wieder raus. Ach so.
Also mit den Pfeiltasten kann man ihn auch noch steuern und dann kommt man so raus. Mit nach links. So, mehr ist hier nicht. Was ist das? Seit wann habt ihr hier einen Safe? Das ist unsere neue Detonationskammer. Für den Fall, dass hier jemand mit einer Bombe auftaucht. Seit wann hat Rubakawa denn ein Terrorismusproblem? Die Stadt verändert sich, Manni. Jeden Tag wird es hier schlimmer. Nicht tragbar. Abgeschlossen. Okay, können wir jetzt hoch? Sir, würden Sie bitte all Ihre Habe auf den Tisch des Sicherheitsdienstes legen? Ah, du bist sauber. Mist, Manni. Beinahe hätte ich dich ausziehen müssen. Okay, das kommt also jedes Mal. Sir, würden Sie bitte all Ihre Habe auf den Tisch des Sicherheitsdienstes legen? Ah, du bist sauber. Mist, Manni. Beinahe hätte ich dich ausziehen müssen. Na gut. Dann gibt es hier erstmal nichts zu tun. So, was war jetzt hier? Hey! Halten Sie sich bitte von der Rennstrecke fern. Scheint ein schöner Abend für Katzenrennen zu sein. The cats racing. We were always so sad that we never showed the cat races, but that was for budget reasons. Obviously, we didn't want to cut the actual cats, but I wanted to have giant cats running on a track like that. And the idea of a cat's racing being herdable enough to race is pretty. Why cats? Why cats? There was a. God, I don't remember. Why cats? That's a good idea. I mean, I just remember making the music going well at some point because you're near the kitty litter. Die Katzen stehen bereits am Start. Es ist dummer Kater, Sommernachtstraum, Haarwahl Surprise, One Life Left, Berthas Beste, großer haariger Bastard, Kratzbaum-Junkie, Knickohr. Schöne Namen. Keiner da. Berthas Beste. You know, there's always background scripts that do things as you enter a room. It's like it's, you know, start all these scripts when you enter the room, like they do all these background actions. Then when you leave the room, it's just to stop all those scripts. And it was all, you know, left to chance because left to programmer error. And there was one. So we were just talking about this earlier. There's a script that runs the cat races, and it runs the announcer for the cat races. And it actually, true to Tim's attention to detail, he wanted it to actually simulate cat races. There are actual cat races going on. There are cats that are being raced, and the same name will show up, and you'll hear this cat getting ahead of the other one. I think Chris Burns did that. Yeah, and the odds are real. The winnings are real. It is. Yeah, Manny's wallet fills up. Of course, you know. The cat races are running, and so it's in the background. The announcer's running, and it's the simulation of this cat races being run. And yeah, they never killed that script. So you play the rest of the game from the cat scene, and the cat race simulator script is always running. Yes, from the moment the cat races start to the end credits of the game, the cat race simulation is going on in the background. There are still kitties racing today. Yes. Kratzbaum-Junkie rollt das Feld von hinten auf. Will das da reingehen? Oh nein, sie ist gestürzt. How big were those when you drew them? Like the posters and the murals and stuff? We could actually work rather big. Did you have Photoshop back then? We had Photoshop, but I don't know if we had layers back then. Or we had layers. I think we did. Oh yeah, we had layers, but maybe Paul only just didn't know what they were. No, but I think too. You only had a one undo or maybe two undos. Oh wow. Ach, doch so viel. Oh, pardon, Monsieur, aber dies ist der Fahrstuhl zur Aerolazlounge. Da will ich auch hin. Ist nur für Mitglieder.
Du bist wohl neu hier. Sie brauchen einen VIP-Pass, wenn Sie nach oben wollen. Adieu. Mhm. Es ist dummer Kater. Dann kommt Sommernachtstraum. Sie schon wieder? Das wollte ich auch gerade sagen. Pardon, Monsieur, aber ohne Pass kann ich Sie nicht hinauflassen. Na gut, dann eben nicht. Sommernachtstraum rückt immer näher. Und habe Surprise. Dummer Kater hält sich vermisst. Dummer Kater läuft auf die Zielgerade zu. Das sieht ganz Keiner da. philosophisch aus, Leute. Meine Hallo? Damen und Herren, wir bitten Sie um ein wenig Geduld. Oh, hi. Den Wettabschnitt bitte. Was? Ich brauche einen Wettabschnitt von dem Rennen, für das Sie sich interessieren. Inwiefern interessieren? Interessieren insofern, dass Sie vermutlich ein Zielfoto sehen wollen. Oh, ich habe keinen Wettabschnitt. Oh, okay, ciao. Und auf dem dritten Platz ist habe Surprise. Das war ja dann nix. So, gehen wir hier runter. Und wieder ist der Sieger dummer Kater. It's strange, the characters in this game don't like to go into crowded areas, almost as if it's too hard to render them. Kratzbaum-Junkie, Knickohr, großer haariger Bastard, Berthas Beste. Was haben wir denn hier? Ah ja. Einen Hebel. Das ist die Klappbrücke, die diesen Pier mit der Rennbahn verbindet. Das hebe ich nicht auf. Gut, die brauchen wir erstmal. So, was haben wir hier? Ach, Manni. Komm hier. Ach so. Pfeil zu und so. Na gut. Genau, hier waren wir noch nicht. Der Rest ist oben. Da ist sie. Max Riesenkatzenrennbahn. Wie soll ein einfacher Kerl mit 3 Roulette-Tischen da mithalten können? Ja. To some extent, Grim Fandango is a bit of a mutt. It's got pieces of Jedi Knight, it's got pieces of Scum, it's got pieces of Outlaws, it's got pieces of, it's got IMUS coming in, and it's got the Lua language. So it was a game kind of made on a shoot, for all the technical challenges in it, a lot of pieces were sort of pre-existing, and kind of it was a matter of maybe a new era of game development where you don't write everything from scratch, but you kind of put it together in the best possible way. Well, and one of the kind of the side effects of that was, since we had pretty robust solutions to video playback and rendering and art pipes in front of us, it really, a lot of the effort, aside from just making everything, all the blocking and tackling working, was spent on how to making games like this convenient and producible and artist friendly. And you had built some tools that were really unlike the things that appeared in Render Droid or Smush or some of the technologies it was built on. So it's a bit of a mutt in that we borrowed a bunch of really great technology, but there's also a lot of really innovative stuff. Sieht schmerzhaft aus. I love how all the characters have very distinct
voices that match their personality and their look. Like, how much would Tim give you direction, and how much was your direction influencing? Well, like ideally, when you go through the process, you have character pictures along with the audition copy, and we would send that out to the various agencies, and the auditions would come back, and the process kind of does that for you, because you're listening to the auditions and you're looking at the picture, and you narrow it down to like a handful of candidates, and then sort of we'd sit down with Tim and just go through them, and that's sometimes there's only one choice, you just know it, right? It's just so great, all of them. What you do is you cast for like the major characters, and then you use that same talent pool with a lot of the smaller characters, right. And so that's why Kay is, he was cast for Velasco, but then the croupier just was one of those that's like, okay, well, that fits, he works. So you let the actors pretty much kind of come up with their character as well when they look at the picture? Yeah. Definitely. Like for this secondary characters, they're totally undefined when you're in the studio, and so you just kind of sit there, look at the picture, look at the lines, talk about it, set a dialogue voice in, and then go. I just I love it. It's just creative everywhere, like through the whole thing. Like not just with us, but even with the actors and stuff like that. And you really are like watching a movie. Yeah, it's amazing. Absolutely. And you really want that relationship between sort of the voiceover director and the actor to be collaborative and allow them the freedom to bring stuff to the table and try things, and it just adds a lot. Sieht schmerzhaft aus. Sieht schmerzhaft aus. Aha, das ist mit dem Reden. And so that guy, Toto Santos, which is the name of All Souls Day, that was one important casting thing that meant so much at the time. And I love The Usual Suspects. Yes. And there's a burn victim at the very beginning of the game, a guy who was burned on the ship. Right. And he's in the bed, and he's the first guy who says, "Guys are so safe." Okay, right. Is this Hungarian or Polish? Yeah, guy? Yeah. And we got that actor to do Toto Santos' voice, because I was like, I want him to sound like that guy from Usual Suspects. And so if you listen to him, he's That's just awesome. Like, I wanted to have him say, "Guys are so safe." So, können wir nur mit ihm reden oder nicht? Sieht schmerzhaft aus. Nein. Es ist Toto Santos, Rubalcabas freundlichster Schnitzer. Das ist ein alter Kühlschrank. Mach mal auf. Das hebe ich nicht auf. Mach mal auf. Da ist echt nichts drin. Hola, Toto. ¿Cómo estás? Ah, nicht jetzt, Manni. Ich bin mit einer Rancher beschäftigt. Ziemlich fleckig für einen Kerl ohne Körperflüssigkeiten. Ich bezweifle, dass ich sowas in nächster Zeit anfasse. Ich bezweifle, dass ich sowas in nächster Zeit anfasse. Gut, mehr ist jetzt hier tatsächlich momentan nicht. Ein kleiner Schrank. Leer. Ja, ich muss daran denken, noch mehr flüssigen Stickstoff aus dem Leichenschauhaus zu besorgen. Flüssiger Stickstoff? Friert die Knochen ein, dann tut's nicht so weh. Hey, klingt gut. Es könnte was davon gebrauchen. Du hast genug Schmerzmittel in deiner Flasche. Also sei ruhig und halt still. Starker Stoff. Der sollte die Schmerzen betäuben. Sollte. Tut's aber nicht. Ich kann die Schmerzen stoppen. Nein. Ich schaff das schon. Mach weiter, Alter. Ich geb dir gleich, Alter. Matrosensöhnchen. Das brauche ich. Entweder du hältst still oder ich binde dich fest. Ich glaube, das sind Kataloge mit Tattoo-Vorlagen. Die sind mit nautisch und niedlich beschriftet. Und der dritte heißt einfach Anker Manni. Ich sagte doch, Calavera, nicht jetzt! Oh, das erinnert mich an etwas. Ich habe meine Verabredung mit Ines vergessen.
one thing for a sound designer or for a composer, when the story is great and the writing is great and the pacing is great, whether it's a film or a game, you can't help but weigh in a successful way yourself, because there's this flow already and you're just participating with it and enhancing it. One of the jobs of a composer, especially in a game like this, a lot of time passes and you need to both entertain the listener and provide musical interest, but it has to also last for a very long time without being tiresome. And I think Pete did a great job at striking a balance between a great deal of musical interest, but also kind of hanging back and taking its time and letting the story unfold, letting the player concentrate on the game. Was ist denn das jetzt hier? Hallo, Vermittlung? Ja, ich bin's, Baby. Woher wusstest du's? Hey, sag das nicht, Süße. Du weißt, dass ich vorbeikommen wollte. Von Minute zu Minute freue ich mich mehr darauf, die Stadt zu verlassen. Das gleiche, da können wir nur nach oben. So, gibt's hier noch was? Nein. Aber irgendwas gab's noch bei dem Wettbüro. Da gehen wir jetzt nochmal zurück. Von wo sind wir da gekommen? Ach, hier. Abessina Gina scheint leichte Schwierigkeiten zu haben. Ich weiß nicht, was ich mehr hasse. Katzen oder Menschenmassen. Aber ganz sicher werde ich mich keinem von beiden nähern. Es scheint das weltweiche Wilhelm. Doch da holt ein Rivale auf. Es ist weltweicher Wilhelm. Auf der Außenbahn gewinnt jemand an Boden. Es ist Tiger-Lilly. Flohsack. Sie schon wieder? Das wollte ich auch gerade sagen. Pardon, Monsieur, aber ohne Pass kann ich Sie nicht hinauflassen. Warte mal. Nee. Weltweicher Wilhelm. Showdown Charlie. Kommt jetzt aus der Kurve. Abessina Gina rollt das Feld von hinten auf. Keiner da. Abessina Gina. Oh nein, sie ist gestürzt. Abessina Gina. Aber sie steht wieder auf. Leckt sich das Feld. Nur noch eine Runde. Was für ein Rennen. Das ist ja nicht das gleiche. Weltweicher Wilhelm. Showdown Charlie. Noch ist alles offen. Showdown Charlie. Klebt direkt an den Fersen von Weltweicher Wilhelm. Gewinnt wieder an Boden. Flausch und Fleisch. Weltweicher Wilhelm. Ist da jemand? Ich sagte doch schon, dass es heute keine Katzenhüte gibt. Was? Sie müssen bis Dienstag warten, dann ist Katzenhuttag. Ich will keinen Katzenhut. Auch gut. Worauf möchten Sie wetten? Ich spiele nicht. Für mich wäre das sozusagen ein Interessenkonflikt. Warum haben Sie mich dann gerufen? Um mich nett zu unterhalten. Rückt immer näher. Okay. Und Tiger-Lilly. Showdown Charlie. Hält sich vermisst. Showdown Charlie. Den Schwellkönig gab's noch im Raum. Die Zielgerade zu. Das sieht ganz nach einem Fotofinish aus, Leute. Hier geht's nur nach oben. Nee, warte mal, hier waren wir ja schon.
Achso, hier sind wir hier. Nee, irgendwas ist doch hier noch. Meine Damen und Herren, Gibt's noch einen Raum? Bis hier genau. Minuten, um Ihre Wetten abzugeben. So, hier geht's nur in den... Ah, hier. Das habe ich gesucht. Genau. Was wir hier machen, das gucken wir uns im nächsten Video an. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis gleich.